Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher elektrisiert, deinem Kanal für die Elektromobilität aus dem Herzen der Alpen. Mein Name ist Matthias und wie ihr sehen könnt, it's Roadtrip Time. Wir fahren meine Eltern besuchen, denn meine Mutter hat am Samstag Geburtstag und deswegen fahren wir zu ihnen nach Hause nach Solingen. Es wird eine der letzten Fahrten sein mit der alten Software, bevor wir ME3 bekommen, und ich erwarte keine großen Überraschungen. Laden unterwegs wird sicher auch kein Problem sein. Wir haben jetzt 100% in der Batterie, 452 Kilometer. Das ist eine gute Ausgangslage. Wir fahren jetzt los und ihr seid mit dabei. Auf geht's! Weil es so schön ist, schauen wir es uns nochmal an. Ihr seht hier die Ladeplanung Pre-ME3. 51 kW Charger mit 41 Minuten für eine Strecke von 638 Kilometern halte ich für ein Gerücht, dass wir das schaffen. Da nochmal die Planung von Pump, die ich auch wahrscheinlich zum letzten Mal oder zum vorletzten Mal benutze, erscheint mir wesentlich realistischer, dass wir an 2 Ionitys laden werden. Ist aber ja nicht schlimm, ich navigiere trotzdem mit der Skoda Software, zumindest kennt die Baustellen und zum Teil auch Stau etwas besser. Jetzt fahren wir los. Und ja, ich melde mich vielleicht beim ersten Ladestopp und erkläre euch auch, warum ich euch mit auf diesen Roadtrip nehme. Und schon ist die erste Pause da. Bleifuß Lilly, meine Frau, muss auf Toilette und ich dachte, ja, wir sind noch auf 55%, aber hier kannst du eben ein bisschen nachladen. Hinter uns, wo ich das meine, seht ihr, ist ein E.ON Drive Standort mit 4 Säulen. Soll ich euch was verraten? Keine der 4 Säulen funktioniert. Die Niederländer hier neben uns sind am Fluchen. Der Mercedes ist gerade schon wieder unverrichteter Tatsachen weggefahren und wir fahren jetzt auch, ohne nochmal was nachzuladen. Nicht, dass wir jetzt hier laden müssten, aber es ist extrem frustrierend. Jedes Mal, wenn ich nach Deutschland fahre, habe ich Probleme mit Ladesäulen, wenn es nicht Ionity ist. Ionity war ja irgendwie immer der Bad Boy, wo es auch immer Probleme gibt oder gab. Aber in letzter Zeit muss ich ehrlicherweise gestehen, wenn es nicht Ionity ist, fahre ich schon mit einem unguten Gefühl raus. Bei Allego habe ich ständig Probleme. Bei E.ON habe ich ständig Probleme. Also irgendwas läuft hier in Deutschland noch nicht rund. Da bin ich echt froh. In Tschechien hatte ich keine Probleme. In Österreich habe ich bisher auch wenig Probleme gehabt. Ich habe jetzt auch gar keine Lust, den Service hier anzurufen. Ich habe gesehen, der Niederländer hat es versucht, der Mercedes-Fahrer hat es versucht. Wahrscheinlich ist der Standort halt einfach tot. Dementsprechend fahren wir weiter, aber hey, wir haben einen super Durchschnittsverbrauch. Wir kommen hier auf 16,7 Kilowattstunden und ja, ich fahre Autobahn, aber hier ist halt mehrheitlich 120 auf dem Weg. Ja. Das war ja wieder typisch für uns, nur eine kurze Pause. Wir sind schnell rein, da drüben in die Raststätte, haben uns kurz was gekauft, mussten anstehen, haben das da vorne, von wo ich gerade komme, schnell schnabuliert und sind jetzt schon wieder auf 69% hoch. Oder anders ausgedrückt, wir haben eigentlich schon fast wieder voll geladen, bevor wir überhaupt losfahren können. Und ja, der Standort ist nicht der größte hier. Wir haben nur 4 Ionitys, aber wieder einmal beweist sich, man braucht länger Pause, als dass die Kiste auflädt. Kurz noch zu den Fakten, ist ja auch für viele immer interessant. 351 Kilometer sind wir auf der ersten Teilstrecke gefahren. Durchschnittsgeschwindigkeit immer noch 91 mit einem richtig guten Durchschnittsverbrauch von 17,6. Wir laden jetzt auch unter 5 Minuten und da zeigt sich doch wieder eins bei diesen Werten. Wir sind ja jetzt, abgesehen von dem ersten Teilstück in der Schweiz, viel über deutsche Autobahnen gefahren. Du kannst auch auf deutschen Autobahnen einfach nicht mehr schnell fahren, weil einfach überall 100 oder 120 ist oder wie hier bei Karlsruhe halt Stau. Ich nutze noch kurz diese Ladepause hier, die letzten 3-4 Minuten laufen. Ich muss mich also sputen, um euch zu sagen, warum ich überhaupt diesen Roadtrip aufnehme. Das liegt einfach daran, dass meine Eltern schon vor mir elektrisch gefahren sind. Mein Vater ist jahrelang Passat Diesel gefahren, bis zum Dieselskandal. Und dann hat er den Wagen gewechselt. Nicht, weil er jetzt wegen dem Dieselskandal das Auto nicht mehr toll fand, sondern weil es eine praktische Gelegenheit ist. Gelegenheiten muss man nutzen. Und ist umgestiegen. Aber nicht auf einen Skoda Enyaq oder sowas, sondern auf ein Tesla Model 3. Mein Vater ist 68, meine Mutter ist 71. Gerade wird noch ihr Haus umgebaut auf Solarthermie, auf Photovoltaik und auf eine Pelletheizung, damit sie auch dort klimaneutral unterwegs sind. Und ich habe gedacht, wenn wir jetzt schon dahin fahren, eben zum Geburtstag meiner Mutter, dann ist das eine Gelegenheit, das einfach mal zu zeigen.
Elektromobilität macht auch vor dem Alter nicht halt. Und gleichzeitig kann ich vielleicht meinen Vater noch davon überzeugen, mal den Skoda Enyaq zu testen. Gefahren ist er ihn nämlich noch nie. Und dann schauen wir einfach mal, wie so ein typischer Model 3 Fahrer, der nie was anderes gefahren ist als einen Tesla, mit so einem Enyaq zurechtkommt. Wir sind angekommen bei meinen Eltern, 18 Uhr. Und das liegt nicht daran, dass wir nachladen mussten. Wir hatten knapp 1,5 Stunden Zeitverlust durch diverse Staus. Und ja, das ist ein bisschen nervig. Ich bin jetzt auch relativ fertig. Das war echt anstrengend. Aber hey, da vorne, da konntet ihr kurz meine Familie sehen. Ich habe aber jetzt nur kurz eingeschaltet, um euch die Verbrauchswerte zu zeigen. Schauen wir uns kurz die Zahlen an. 650 Kilometer. Wir sind fast 7 Stunden 50 unterwegs gewesen. Ladezeiten sind da nicht drin. Durchschnittsgeschwindigkeit 84 Kilometer in der Stunde und ein Verbrauch von 18,1 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist gut. Und das kommt vor allem eben durch die vielen Staus, 5 an der Zahl, 1,5 Stunden Zeitverlust, denn geladen haben wir in Wirklichkeit nur 40 Minuten. Der zweite Ladestopp war ja dann auch hier nur noch 10 Minuten, weil ich kann hier zu Hause laden. Da hinten seht ihr die Wallbox, da steht der Tesla von meinem Vater, dazu später mehr. Draußen warten schon alle auf mich, deswegen muss ich jetzt auch aussteigen und verabschiede mich mal bis morgen. Dieses Auto dürfte euch weit bekannter vorkommen, allerdings nicht mit diesem Fahrer. Ein Tesla-Fahrer, nämlich mein Vater, zum ersten Mal im Skoda Enyaq. Er hat den noch nicht gesehen, er hat den auch noch nicht gefahren. Und ja, was denkst du, wenn du das Auto so von innen siehst? Hervorragend, macht also einen sehr hervorragenden Eindruck. Was sagst du denn zum Head-Up-Display da vorne vor dir? Finde ich schon klasse. Hättest du es gerne im Tesla? Ja, hätte ich nichts gegen, wenn es das gäbe. Aber sowas bietet Tesla ja erst gar nicht an. Ja, ja, also, da wo du normalerweise rückwärts, vorwärts einlegst, ist hier der Scheibenwischer. Also nicht dran rumdrücken. Dein Bedienhebel ist da unten. Hast du dich eigentlich mal gefragt, warum da D und B steht? Ja, wir haben ja darüber schon mal spekuliert. Das hat wahrscheinlich was mit der Rekuperation zu tun, denke ich mir. Tatsächlich richtig, kennst du wahrscheinlich aus dem Tesla nicht. Nein. Und was du dich vielleicht auch fragst, das Lenkrad da vorne hat Schaltwippen, aber er hat ja kein Getriebe. Tatsächlich kannst du im Modus D dann hiermit die Rekuperation steuern, während B deinem Tesla-Fahren deutlich näher kommt. Also. Denn wenn du in B fährst, dann rekuperiert er, wenn du vom Beschleunigungspedal gehst. Wenn du in D fährst und du gehst runter, dann hast du das, was du vom Verbrenner kennst, Segeln. Ah, also das heißt, ich würde jetzt zuerst mal lieber B probieren. Ich würde dir empfehlen, einfach in B loszufahren, das kommt dir natürlicher vor. Wie komme ich zu dem B? Nochmal nach hinten? Probier's aus. Tatsächlich. Und also, los. Los geht's. Deine im Tesla schwarz-grüne Anzeige ist bei mir grün-blau. Grün heißt, er braucht Strom und blau heißt, er rekuperiert. Ah ja. Und wenn du jetzt einfach vom Beschleunigungspedal runtergehst, wirst du das merken, je mehr du runtergehst. Ja, also er verzögert nicht so stark wie mein Model 3. Das ist richtig, er verzögert deutlich schwächer. Du kannst aber natürlich auch einfach auf die Bremse treten und er rekuperiert auch. Zur Not werde ich das auch tun. Und aber der erste Eindruck ist sehr schön. Er ist leise, er ist nicht so hart. ja, deutlich mehr Komfort in der Federung. Ja. Das ist tatsächlich so, obwohl diverse Leute sagen, dass auch der sehr hart ist. Jetzt sagt er dir, du fährst zu schnell. Er hat die 30 erkannt. Und maßregelt dich natürlich sofort. Das habe ich aber auch in dem Tesla, nämlich dann, wenn meine Frau neben mir sitzt. Also ich habe das gleich doppelt, ne? Meine Frau neben mir und das Auto, das mir sagt, Junge, du bist zu schnell. Er sagt es übrigens ab 5 Stundenkilometer. Also wenn ja, aber ich glaube, das kann man wahrscheinlich einstellen. Ja, das könntest du auch einstellen oder deaktivieren, aber ich finde es noch praktisch. Ja, ich muss zuerst mich mal dran gewöhnen, wohin ich gucken soll, damit ich weiß, wie schnell wir fahren. Aber das mit dem in
in der Scheibe ist natürlich toll. Und hinten so in der hinteren Sitzreihe, wie ist das im Vergleich zum Tesla? Dreimal besser sitzt man hier, man sitzt höher, man sitzt ausgeruhter. Und was ich ganz toll finde, wir haben heute ja 30 Grad, man kann die Klimaanlage hinten einzeln regeln. Man muss nicht alles von vorne regeln. Und bei dir vorne so im Sitz? Sehr schön. Ich habe ihn jetzt natürlich ein bisschen für mich eingestellt, ein bisschen höher, eine Idee weiter nach vorne. Aber ich denke, du hast ja ein Profil eingestellt, dass es sich dann direkt wieder entsprechend einstellt, automatisch. Ja. Dazu noch kurz die Erwähnung, ich habe ja noch nicht ME3, deswegen, ich habe es noch nicht im Profil, weil die Profile kommen ja erst mit ME3, aber ich habe es natürlich auf den Sitz auf Position 1 programmiert. Aber ich muss ja meinem Vater nicht alles verraten, was mir noch vor der ME3 fehlt, deswegen habe ich ihm einfach das so erklärt, als hätten wir schon die ME3, dann sind gewisse Dinge einfach, wie ihr wisst, nicht ganz so peinlich. Aber ansonsten, so groß ist der Unterschied wahrscheinlich jetzt nicht, ha? Nein, also ich merke es ein bisschen bei der Beschleunigung. Der Model 3 kommt natürlich dann schon ein bisschen fixer auf Touren. Behäbig ist er auf keinen Fall. Jetzt sitze ich wieder am Steuer von meinem Enyaq. Die 4 Tage bei meinen Eltern sind schon wieder vorbei, wobei 4 Tage ist natürlich übertrieben. 2 davon sind für die Reise. Und wir sind beim ersten Ladestopp. 300 Kilometer sind wir gefahren, etwas höhere Durchschnittsgeschwindigkeit als auf der Hinfahrt. Sonntags ist die Autobahn halt frei. 19,6 Kilowattstunden ist trotzdem super. Wir hängen hier hinter uns an der Ionity in Bruchsal und pumpen uns jetzt schön wieder hoch auf 80%. Die Sonne brezelt von oben runter, 33,5 Grad. Gut, dass wir hier drin klimatisiert haben. Und natürlich, wenn man seine Eltern besucht, das weiß jeder, dann gibt's Verpflegung mit. Und davon reichlich. Und da beweist sich der Vorteil von diesem Fach da unten. Da steht unsere Verpflegungstüte drin und die ist rappelvoll. Und da werde ich mich jetzt auch bedienen. Und dann geht's für uns gleich auch schon wieder weiter. 114 Kilometer haben wir noch vor uns. 102 ist die Reichweite. Prinzipiell könnte ich jetzt was langsamer fahren und es reicht bis zu Hause. Aber ganz ehrlich, wir brauchen halt doch noch mal eine Pause. Nach jetzt 537 Kilometern, immer noch eine super Durchschnittsgeschwindigkeit und ein guter Verbrauch, werde ich jetzt hier noch mal ganz kurz anstecken. 10 oder 15 Minuten laden und dann reicht es natürlich dicke bis nach Hause. Aber wir sind dann auch einfach ein bisschen entspannter. So, diesmal nehme ich euch mit hier zur Ladesäule. Habe ich ja bis jetzt noch kein einziges Mal im Video drin. Muss ja sein. So. Und los geht der Spaß. Naja, 110 kW, 112, 119. Ja, jetzt ist es da. Jetzt ist die Säule warm und wach geworden. Und jetzt fließt der Strom auch hier bei Group E. Ein Ladespot, an dem wirklich gar nichts los ist. 4 Plätze. Wir belegen hier den einzigen. Bevor ich das Laden hier beende, wisst ihr, was mir an dem Standort hier gefällt? Die ist tatsächlich überdacht. Ja, das Dach geht irgendwie nicht ganz über die Ladesäule, aber immerhin, man kann halbwegs regengeschützt das Ding bedienen. Wir sind übrigens jetzt auf 55%, bei 33 hatten wir schon genug. Pausenzeit keine 15 Minuten für Biopause und ein Brötchen. Wir machen jetzt hier natürlich auch entsprechend Schluss mit dem Laden, weil wir brauchen nicht mehr. Und dann 652 Kilometer später sind wir wieder zu Hause, kurz vor 16 Uhr wie gewollt, mit einem Durchschnittsverbrauch diesmal etwas höher von 19,5. Wir haben aber auch eine deutlich höhere Durchschnittsgeschwindigkeit und wir sind natürlich auch ein bisschen mehr wieder bergauf gefahren. Fahrzeit ist natürlich top, 6 Stunden 25. Das ist das, was man auf 652 Kilometer haben sollte. Ich weiß, andere von euch würden viel, viel schneller fahren, aber eben nicht mit dem Elektroauto. Wieder daheim und natürlich habe ich meinen Enyaq auch wieder mitgenommen. Obwohl er ja, wie ihr jetzt wisst, meinem Vater auch sehr gut gefallen hat. Und ich habe einmal mehr gemerkt, warum ich kein Tesla Model 3 fahre. Natürlich ist es auch kein schlechtes Elektroauto, aber es ist halt einfach nicht meins. Wenngleich natürlich gewisse Software-Sachen echt überzeugend sind, wo er momentan noch schwächelt.
Die ME3 wird da das ein oder andere ausgleichen und anderes wird halt wahrscheinlich noch Jahre dauern. Das ist der Softwarevorsprung von Tesla und den kopierst du halt nicht einfach von heute auf morgen. Aber Škoda könnte durchaus ab und zu mal bei Tesla sich die ein oder andere Funktion abschauen. Stichwort Dog Mode oder Camping Mode und noch viele andere. Der Enyaq hat wieder top durchgehalten, wieder einmal 1300 Kilometer. Den Rückweg hätten wir tatsächlich auch mit einer Einladestopp-Strategie fahren können. Ja, sind dann doch 2 geworden, aber auch das ist richtig, richtig gut. Und wenn du das Video gut fandest, dann würde ich mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lässt. Und wenn du gerade schon da bist, dann abonnier doch noch diesen Kanal, damit du in Zukunft nichts mehr verpasst und dieser Kanal zudem auch wachsen kann. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video bereits wiedersehen und bis dahin, bleib energiegeladen.